gerade gut. Ne? Ja, Gut für die Ernte. genau, fürs Gemüt. Ja, und fürs Gemüse. Das ist das Wetter wie, ne? Wie Regenwetter. Skandal! Hallo, meine lieben Hobbits! Hallo! Komm, das müssen wir auch hören. Ja, die kannst du mir alles wegessen. Das hast du mir rein beim mir die Zwerge drauf alles wegessen. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Ich esse dir doch nicht alles weg. Nee. Ja klar. Immer doch. Ach, mein Sohn Gandalf, wie geht es dir? Gut, dass wir uns mal wiedersehen dürfen. Oh, ist das schön. Das finde ich auch schön, ne? Gut. Oh, lange nicht gesehen. Lange nicht. Viel erlebt. Mein lieber Freund Bilbo, ich weiß, dass keiner die Geschichten so schön ausgeschmückt erzählt, wie du sie zu erzählen vermagst. Doch bedenke, es wird bereits dunkel und die kleinen Hobbits brauchen ihren wohlverdienten Schlaf, um von ihren eigenen Abenteuern zu träumen. Bitte, ich möchte doch nur, dass alle Beteiligten in einem guten Licht erscheinen. Und alle Kinder lieben meine Geschichten. Vielleicht ist das die letzte, die ich erzählen werde, bevor ich mit den Elben mein großes Abenteuer erlebe und in den ewigen Land reise. Mein Freund, ich kenne deine Wünsche und was uns die Geschichte jetzt spannender erzählt, wie es in Wirklichkeit passierte. Lass uns sie zusammen erzählen. Vielleicht gibt es dann eine Spannung, einen Liebreiz, über den wir lachen können. Ja, zusammen erzählen. So soll es denn so sein, mein lieber Gandalf. So setz dich zu mir und ich genehmige mir eine von deinem noblen Pfeifenkauf. Ich sagte ja, ich kenne deine Wünsche. Es war ein Tag wie heute und es ist mein 111. Geburtstag. Und ich saß vor den Kindern, so wie ich es am heutigen Tage zu tun pflege. So ist es, mein lieber Freund. Es war dein Geburtstag und du verstecktest dich vor deinen Verwandten, die dir sicherlich zu deinem besonderen Ehrentag ihre Glückwünsche bekunden wollten. Sag Herr Beutling. Durchlebe du erstmal einen Tag, ich ihm den Sackheimbolter nehmen durfte. Dagegen seine Horde Zwerge, die dich überraschen und alle Vorräte verspeisen. Wahrlich, die lieber gesehenen Gäste, Das, mein Lieber, wäre auch eine ganz wundervolle Geschichte. wie du, mein lieber Gandalf, mit Verlaub es ausschmücken würdest. Lass uns doch zunächst in dieser Geschichte verweilen. Nun gut, meine lieben bemerkenswerten Hobbits. Während sich Bilbo den Versteckspiel hingab, reiste ich mit meiner berühmten Feuerwerkkunst an. Närrische Tux, möge euch der Tag ereilen, wo ihr Verantwortung lernt. Bis dahin geht eine Spüle und erfordert eine Bergung von Geschirr. Und du, mein lieber Bilbo, warst auch ein Narr. All die Zeit trugst du den einen Ring. Der Ring, der zugegebenermaßen uns diese Geschichte bescherte. Noch immer überrascht, dass du mir den Ring bereitwillig geben wolltest. Du meinst sicher meinen lieben netten Frobo. Der hat sehr gelitten unter dem Ring. Sam, ich vermag nicht weiterzugehen. Ich kann nicht mehr. Die Last des Ringes erdrückt mich. Ich spüre den Zorn des Meisters. Er ruft nach dem Ring. Mein lieber Herr Frodo, gerne würde ich die Last mit dir teilen. Na denn, dass du sie alleine tragen möchtest, dann werden wir weitergehen müssen. Ich trage dich höchstens die letzten Meter des Schicksalsbergs auf. Jetzt greifst du aber weit voraus, mein Freund. Anfangs zeigte sich Frodo doch sehr mutig und weise. Aber ich gestehe, es war eine große Last für den lieben Frodo. Außerdem durfte Sam des Öfteren seine Qualitäten als trüglichen Freund unter Beweis stellen. Aber weiter zur Geschichte, mein lieber Freund. Nachdem ich herausfand, dass es sich um einen Ring gehandelt hat und ich selbst befürchten musste, dass ich seiner Macht erliege, gab ich ihn Frodo und gab ihm den Auftrag, mich in Bree im Gasthof zum Tänzenden Pony zu erwarten. Ich erhoffte mir Hilfe von Saruman, den weißen Zauberer. Was sich als großer Fehler herausstellt.
Während du, mein lieber Freund, direkt zu dem Elben gingest, musste ich dies über den bedauerlichen Umweg machen, ohne in einem Gasthof Einkehr zu halten. Das Schicksal kennt seine Wege. So ging Frodo nicht alleine nach Bre. Sam begleitete ihn, denn das Schicksal wusste, dass er ihn brauchen würde als persönlichen Mutzusprecher. Und Merry und Pippin gingen aufgrund eines Zufalls, möchte man meinen. Die armen Narren wussten nicht, welche Gefahr ihm bevorstünde. Vielleicht auch besser so, sonst wäre Frodo auf dem Weg zum Elben vor Kummer schon gescheitert. Im Gasthof begegneten sie dann einen Waldläufer. Der stellte sich als Streicher vor. Dabei war er so viel mehr als ein Waldläufer. Nicht wahr, mein Freund? Ah, Herr Wirt, war Gandalf der Graue schon da? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh Sam, was machen wir denn jetzt? Du, Gandalf wird sich sicherlich verspätet haben. Komm, lass uns hinsetzen. Ja, komm. Der Gandalf ist immer noch nicht da. Ich sehe den hier nirgendwo. Wo bleibt der denn? Was machen wir denn jetzt? Bleib erstmal ruhig bleiben. Wart nicht erst ab. Sag mal, was ist das denn da eigentlich? Kennst du ihn? Den hab ich schon gesehen. Sieht ja furchterregend aus. Weiß der irgendwas? Einen König, für jeden Mann nicht alle Tage. Und zum Glück wusste er, wie man die Ringgeister ablenkte. Warum haben die Ringgeister nicht den gesamten Gasthof und die umliegenden zusätzlich durchsucht? Wahrscheinlich, meine neugierigen, klugen Hobbits, weil die Geschichte dann bereits an dieser Stelle zu Ende wäre. Zuhörer und Zuschauer lieben es jedoch, wenn das Ende Grund zur Freude gibt. So fehlt es doch an mancher Stelle an Logik. Mein lieber Gandalf, Ringgeister sind doch nicht unbedingt Lügengeschöpfe. Vergiss nicht, es waren einst nur Menschen. Wie recht du doch hast. Menschen sind oftmals einfache Geister. Und es gibt viele Situationen, wo sie mehr mit den Achseln in der Wald schlagen als unsere Zwerge. Erinnere dich nur, als Frodo nach seiner Verletzung auf der Wetterspitze endlich bei den Elben ankam und sich die Gefährten fanden. Frodo, zeig uns den Ring. So ein kleines Ding versetzt Mittelerde in Angst und Schrecken. Nimm mir mit, ich übergebe ihn meinen Vater, den Truchsess von Gondor. Er vermag zu wissen, wie man den Ring für den Erhalt von Frieden einsetzt. Was willst du denn mit dem Gondor? Der Ring muss zerstört werden! Überlass das mir. Diesen Ring werde ich mit dieser Axt schon klein kriegen. Dieser Ring kann durch die Macht, die wir hier haben, nicht zerstört werden. Wir müssen ihn zum Schicksalsberg bringen. Also, ich übernehme das. Ich nehme den Ring. Und ich folge dir. Und ich begleite dich auch. Du hast mein Schwert. Und meinen Bogen.
Diese Schmach kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Ich besorge mir eine neue Axt und dann komme ich auch. Mein Schwert begleitet dich. So sei es. Aber wir sind jetzt hier oben da. Lass uns über das Bier laufen, durch die Steppe. Arwen, ich glaube, ich muss Frodo folgen. Aber ich habe mir jetzt extra die Haare blond gefärbt. Aber ich habe doch eine Bestimmung. Dann wirst du deiner Bestimmung folgen müssen. Dann nehme dies als Andenken an mich. Vater, er wird gehen. Arwen, lass ihn ziehen. Er muss doch seiner Bestimmung folgen. Aber ich liebe ihn doch. Du musst ihn loslassen. Und du solltest auch gehen. Hier wartet doch nur der Tod auf dich. Frodo, die Gemeinschaft wartet auf dich. Dann, lieber Gandalf, lass uns gehen. Gandalf, ich weiß ja gar nicht, wohin. Es steht da, im Zweifel immer der Nase nach. Meine lieben kleinen Hobbits, so machten wir uns also zu neunt auf dem Weg. Wir versuchten über einen erbarmungslosen Berg zu Mordor zu gelangen. Legolas machte als einziger dort eine gute Figur. Die Elben sind mit ihrer Naturverbundenheit einfach von Vorteil. Da Saruman mit seiner Zauberkunst jedoch den Berg zum Einfluss bringen wollte, mussten wir letztlich durch das Reich der Zwerge. Mein lieber Gandalf, da zeigte mein hätten sein können. Er weiß vielleicht nicht den Weg nach Mordor, aber er löste doch das Rätsel. Erinnert dich an das elbische Wort für Freund? Hey Gandalf, du großer Zauberer, die fällt doch sonst immer alles ein. Man überlegt, wie es geht. Das muss doch irgendwie aufgehen. Die Tür muss sich doch öffnen. Das Tor muss aufgehen. Ah, Gandalf, mein Freund. Lass uns doch einfach klingeln. Stand ich mir wahrlich mit ganzer Kraft selbst im Wege. Der Versuch vielleicht klappt bisher. Ich werde einmal ein bisschen mehr Licht riskieren. Oh Mann, diese Schönheit. Sieht aus wie im Paradies. Das ist das Paradies. Herrlich. Eine Mine! Ja, mein lieber Freund, aber du hast meinen Neffen und seinen anderen Gefährten gerettet. Als Durins Fluch, der Barock, auftauchte, warst du die Rettung. Dessen war der Tod der Zwerge, was Gimli so sehr betrübte. Vergessen war auch der Troll und die Orks. Hättest du die nicht in Balrog gestellt, du niemals Gandalf der Weiße. Und ich muss sagen, dass du durch das Weiß an Strahlen gewonnen hast. Ich danke dir, mein lieber Freund. Die Narren flohen zum Glück und ich konnte meiner Bestimmung folgen. Doch mein Opfer schien vergeblich. Sie musste sich alleine der Elbin Galadriel stellen und ich war zunächst so beängstigt. Gandalf. Er stürzte in die Tiefe. Doch ich bin ewig lebend, wunderschön und machtvoll. So gebe mir den Ring, Frodo. Ich vermag euch den einen Ring zu geben. Jedoch bin auch ich mutig. Und es wäre mir und meinen Gefährten eine große Hilfe, wenn ihr uns mit Mänteln, einer Locke eures Haares, einem Elbenseil und eine Menge Limbersbrot geben könntet, um die Reise fortzusetzen. Lieber Frodo, ich gebe euch 3 Strähnen für den Zwerg. Und dir gebe ich noch eine Glühbirne, die in unserer Welt jedoch nicht so benannt wird. Sprecht das elbische Wort für Licht, denn sie reagiert leider nicht auf das Klatschen mit den Händen. Wisst ihr, was gerade damit meint? Das, meine lieben Hobbits, bleibt unserem Wissen wohl verborgen.
So kommen wir wieder zu der Geschichte. Die Gefährten machten sich ohne Weg auf den Weg. Die litten unter den vermeintlichen Verlusten. Dann zeigte sich die Schwäche der Menschen. Ja, mein Freund, Sie erfuhren erst später von meiner Rückkehr als weißer Zauberer, der ich nun zu sein vermag. Und Boromir ist ein Mensch mit den Schwächen, die jedem Menschen innewohnen. Er wollte Frodo den Ring entnehmen, denn er wurde von der Macht, von dem der Ring ausgeht, verzaubert. Gib ihn mir, ich merke Gutes damit zu tun. Nein, das ist mein Ring. Das ist mein Schatz. Ich möchte ihn doch so gerne haben. Nein, das ist meiner. Komm zurück! Ich habe mein kindisches Verhalten erkannt, aber ich kann mutig und stark sein. Du glaub mir doch. Ja, Boromir konnte mutig sein. Suchte alles, um Merry und Pippin aus den Fängen der Orks zu befreien. Aber er scheiterte. Ich wäre überall mit ihm. Aragorn und Legolas zu Hilfe eilen. Er ist stark. Mein König. König? Ist das mit Verantwortung? Die Orks hatten die zwei närrischen Trucks und Aragorn und Legolas und Gimli, warum sie nicht zur Trauer verfallen. Aber es geschah auch etwas Wichtiges. Boromir sagte sich sein Vater, den Tuchsetz von Gondor, los und erkannte Aragorn als seinen König. Ja, das war wirklich ein überaus wichtiger Moment. Aragorn merkte, dass er Verantwortung hat. Legolas und Gimli entschieden gemeinsam mit Aragorn, dass sie Orks zu jagen hatten. Sie wollten Merry und Pippin rächen. Und Frodo zeigte Mut und machte sich alleine mit Sam auf den Weg nach Mordor. Frodo, müssen wir dran vorbei. Waren die überhaupt echt? Mein Schwert ist gar nicht blau. Das ist doch made in China. Mein Neffe zeigte das Mut, nicht wahr? Ja, der zeigt ihn oft. Jedoch wurden die Abstände immer größer. Mein lieber Sam, die Macht des Ringes scheint mich schon wieder zu erdrücken. Und nun hänge ich auch noch irgendwie an dem Geschöpf Gollum, nur weil es den Weg kennt. Herr Frodo, du musst weiter, du musst durchhalten. Ich rate dir, dass wir den Gollum zurücklassen. Er macht keinen vertrauenswürdigen Eindruck. Und der May? Der garstige Hobbit ist nicht erfreundlich zu meinem Schatz. Du greifst schon wieder weit vor, obwohl du zugegebenermaßen recht hast. Es werden große Schlachten geschlagen. Mein Neffe wird von Tag zu Tag weinerlicher. Große Schlachten gab es fürwahr. Baumbart bekämpfte mit seinem Volk und Merry und Pippin, die glücklicherweise den Orks entkommen konnten, Saruman. Da macht man sich Sorgen. So, wie finden wir die Hobbits? Schmausend, Pfeife rauchend.
Wir genießen nur ein paar Siegeserfrischungen. Jede Menge köstlicher Äpfel. Vermag die Last schwer zu tragen. Mein lieber Gandalf, du vergisst die Schlacht um Rohan. Theoden, der 17. König von Rohan, unterstand dem Band von Saruman und vertraute wahrlich den falschen Ratgeber, dieser Schlange. Die Gastfreundlichkeit in Hallen Rohans hat letztens wohl nachgelassen. Du besitzt keine Macht hier, Gandalf der Graue. Ich bin nicht Gandalf der Graue. Sieh her. Ich bin jetzt Gandalf der Weise. Ich habe die Macht, dir das Gift aufzusaugen. Du Verräter. Eure Hände mögen sich an eure Macht erinnern, wenn ihr das Schwert greift. Wo ist mein Sohn? Jetzt Du wolltest mich kriechen lassen wie ein Tier! Du mit deiner schröpferischen Einkommen! Haltet ihn, haltet ihn auf! Haltet ihn, haltet ihn! Na, der Theoden, nicht die wunderschöne Nichte. Verehrte Eowyn, mein Herz gehört bereits einer Elbin, die mit ihrem Volk in die unsterblichen Landen gereist ist. Mein Herz hängt noch sehr an meiner Liebe. Sie vermachte die leckersten Gerichte zu kochen. Und ich wäre niemals bereit, Arwen zu vergessen. Ja, und Eowyn war wahrlich eine Schönheit. Die war stets auf der Suche nach einem eigenen Gefährten. Zum Glück ließ die Faramir endlich von ihren schmachtenden Blicken verzaubern. Und doch war sie überaus wichtig für diese Geschichte. Schließlich war sie die Frau, die den stärksten Ringgast bezwingen konnte. Und wo war noch gleich dein lieber Neffe?
Ich wäre ja für einen anderen Weg. Ich spüre, wie der Ring wieder die Macht über mich gewinnt. Ich vermag die Last nicht mehr zu tragen. Ist das der richtige Pfad, auf dem wir uns befinden? Der Herr muss durchhalten, mein Schatz. Ich vermag es nicht gern zu sagen, aber ich muss unserem Begleiter wider Willens recht geben. Wobei mich angesichts der Situation ein anderer Weg auch frohlocken ließe. Frodo, jetzt komm doch endlich! Es gab noch weitere Schlachten, mein Freund. Da haben wir die Schlacht von Helms Klamm nicht mehr richtig angefangen zu erzählen. Wo war Gondor, als die Westfold fiel? Gehe ich kämpfen? Doch lieber essen? Gar nicht so einfach. Kämpfen, essen, kämpfen, essen, kämpfen. Von den ganzen 10 bekomme ich 1 Hunger. Also gehe ich jetzt essen. Der Lebenshauch der Elder verlässt dich. Nein, Vater, noch gibt es Hoffnung. Aber diese schwindet bald. Du musst die Reise in die Antworten fortsetzen. Du hast die Gabe der Voraussicht und du hast es gesehen, unseren Sohn. Auch diese Zukunft schwindet. Für diese Zukunft müsste Aragorn den Waldläufer hinter sich lassen. Vater, du musst das Schwert neu schmieden lassen. Ich lasse Aragorn nicht allein. Wenn das dein Wunsch ist. Klinge, die einst zerbrach, wurde neu geschmiedet. So wenige sind gekommen. Gimli und Legolas könnten es vielleicht viel besser berichten. Schließlich hatten die zwei ihren eigenen Wettbewerb. Sie zählten die einzelnen Feinde. Egal ob bei der Schlacht um Helms Klamm oder um Minas Tirith. Und es war nicht einfach. Auch wenn sie die Geister auf ihrer Seite hatten.
Der war doch nicht tot. Aber sicher war er tot. Der war doch nicht tot. Na klar! Und wie viele hast du getötet? 4711. Riecht man das nicht? Nee. Wenn ich an den Olifanten denke, der ebenfalls fiel. Ja, das zählt trotzdem nur auf einen. Und mein lieber Neffe, wie du sehr willst. Ich kann nicht mehr. Liebster Neffe kann vor Glück sprechen, dass er so treue Gefährten hatte, die trotz Entfernung zu ihm liefen. Auch dann kam so nur dort, war nicht zu verachten. Denkt ja nur an die riesige Spinne, mein lieber Gandalf. Das elbische Wort für Freund. Ist gestorben. Dann trag ich ihn für dich zum Berg. So neigt sich die Geschichte langsam dem Ende. Frodo lebte wahrlich noch und nur durch Sams Mut konnte aus den Fängen der Orks befreit werden, die ihn eingewickelt fanden. Sam war so beherzt, nahm den Ring an sich, sonst hätten die Orks ihn gehabt. Und alle wären Sauron ausgeliefert gewesen. Zeigt sich da mein Neffe nicht nochmal seinen Mut? Sam, ich kann nicht mehr. Lass, er drückt mich. Wir sind kurz vor dem Schicksalsberg, Herr Frodo. Hier ist der Moment, ab dem ich dich trage. Sam und Frodo hatten das große Glück, dass ihre treuen Freunde sich auf den Weg machten, Sauron nach draußen gelockt wurde und er blind war, was auf dem Feld passiert war. Ja, Frodo und Sam haben sehr viel Liebe Gefährten. Legolas und Gimli wurden Freunde. Merry und Pippi fanden ihren Mut. Aragorn, der bereit war, für Frodo zu sterben und sich Saurig so mutig stellte. Und auch du, Gandalf, der so viele tröstende und ermutigende Worte für uns Hobbit hat. Und auch Gollum hatte seine wichtige Rolle bekommen, die weitaus wichtiger war als die des Wegzeigers. Ja, ihr Lieben, so geschah es auch, dass wir Hobbit uns von niemandem verneigen müssen. Wir haben unseren Wert wahrlich unter Beweis gestellt. Onkel Bilbo, erzählst du etwa wieder die Geschichte vom Ring? Ja, mein lieber Neffe, aber unser lieber Freund Gandalf hat miterzählt. Darauf verlor es an Spannung, vieles wurde ausgelassen. Leider zeigte sich, dass der Ring an dir zehrte. Zwischenzeitlich sah es aus, als hättest du den Mut verloren. So ist das, wenn man umfassende Geschichten dem Liebreiz willens einkürzt. Sei dankbar, lieber Onkel, dass Gandalf und ich dies nicht mit deinem Abenteuer taten. Du herausragender Meisterdieb! So ist es doch an der Zeit, uns nun versammeln und endlich die Speisen genießen. Fürwahr, die andere Geschichte, die muss für ein anderes Mal auf.